Hallo Freunde, heute möchte ich mich mit der nächsten Geschichtslüge befassen, die ich aufdecken werde. Und zwar geht es dieses Mal um den Ersten Weltkrieg. Viele oder die meisten deutschen Historiker behaupten ja, dass die deutsche Armee, also die kaiserliche Armee, geschlagen worden sei. Also die Deutschen wären geschlagen worden. Das ist wiederum eine Geschichtslüge. Ich erkläre euch mal, wie die Situation auf den Schlachtfeldern des Krieges für die Deutschen im Sommer und Herbst 1918 in Wirklichkeit ausgesehen hat. Und zwar keinesfalls nach einer Niederlage. Mit der Operation Schlussstein wollte die deutsche oberste Heeresleitung und der Marinestab die russischen Städte Petrograd und Kronstadt besetzen, um von dort aus einen Vorstoß zur Barentssee vorzunehmen. Also so weit waren die deutschen Truppen schon vorgedrungen. Deutsche Truppen rückten noch im Sommer 1918 in den Kaukasus vor. Lenin versuchte dies durch panikartig intensivierte Friedensbemühungen abzuwenden. In Berlin unterzeichneten die Bolschewiki am 27. August 1918 schließlich einen Zusatzvertrag zum bereits bestehenden Friedensvertrag von Brest-Litowsk. Sie verzichteten auf Livland, Estland und Georgien. Deutschland hingegen machte die Zusage, Weißrussland zu räumen. Deutsche Truppen standen noch in der Ukraine, in Polen, in Belgien und waren in Teilen Nordfrankreichs stationiert. Am 4. September 1918 befanden sich die deutschen Armeen an der Westfront wieder in ihren Ausgangsstellungen vom 21. März 1918, also noch auf französischem Gebiet. Sie konnten ihre Stellungen ausbauen und sogar eine zusammenhängende Verteidigungslinie bilden. Die Westfront hielt nach wie vor. Erich Ludendorff, der Stellvertreter des Chefs der obersten Heeresleitung von Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, eröffnete noch am 9. Oktober 1918 Prinz Max von Baden, dass die deutsche Armee die Grenzen noch für lange Zeit verteidigen könne. Im Herbst 1918 wähnte sich also noch der Großteil der deutschen Bevölkerung als Sieger. Wichtig und meist übersehen: Das deutsche Heer konnte noch aus 58 Reservedivisionen schöpfen. Eine gewaltige Zahl. Am 12. November 1918 erklärte Paul von Hindenburg in seinem letzten Tagesbefehl, dass die von ihm geführte Armee im Felde unbesiegt geblieben sei. Ich fasse noch einmal zusammen. Deutsche Truppen standen am Kriegsende an der Ostfront noch tief im Feindesland, an der Westfront in einer Verteidigungslinie auf französischem Boden, und Russland hatte sogar einen Zwangsfrieden mit dem Deutschen Reich schließen müssen. Trotz der veränderten Situation für das Deutsche Reich bestand nach wie vor ein Patt, denn sowohl die Alliierten als auch Deutschland hielten den Sieg im Sommer-Herbst 1918 noch für möglich. Dennoch behaupten politisch korrekte Historiker, die Deutschen seien geschlagen worden. Die Gründe, warum das Deutsche Reich im Herbst 1918 um einen Waffenstillstand ersuchte, waren in erster Linie also nicht, ich wiederhole, nicht auf deutschen Schlachtfeldern zu suchen, sondern ein Konglomerat folgender Umstände. Paul von Hintze, der deutsche Außenminister, gab zu bedenken, dass Österreich-Ungarn, der wichtigste Verbündete, einen weiteren Kriegswinter nicht durchstehen könne. Die Donaumonarchie war innerlich zerrissen und das Ausscheiden aus dem Krieg nur noch eine Frage von wenigen Wochen. Deshalb plädierte der österreichische Kaiser Karl für unverzügliche Friedensgespräche und begann diese dann auch, hinter dem Rücken des deutschen Kaisers, der ihn 4 Jahre zuvor im Krieg gegen Serbien unterstützte. Das war schlichtweg Verrat. Am 28. September 1918 bat Bulgarien um Waffenstillstand.
Der Vertrag wurde bereits einen Tag später unterschrieben und sah außer der Demobilisierung auch die Räumung Griechenlands und Serbiens sowie die Besetzung des bulgarischen Territoriums durch die Alliierten vor. Das hatte katastrophale Auswirkungen, denn die Alliierten konnten so die Verbindung zum Osmanischen Reich unterbrechen und die österreichisch-ungarische Südgrenze bedrohen. Zudem geriet das rumänische Öl in Gefahr, denn die Hälfte der deutschen Lastkraftwagen und ein Drittel der U-Boote waren auf rumänische Erdöllieferungen angewiesen. Am 26. Oktober 1918 teilte der österreichische Kaiser Karl, der Deutschland einst in den Krieg riss, den deutschen Kaiser Wilhelm dann die Auflösung des Bündnisses mit. Österreich-Ungarn kapitulierte am 28. Oktober 1918. Am 30. Oktober 1918 unterzeichnete auch eine türkische Delegation einen Waffenstillstand, was britische See- und Landstreitkräfte gegen das Deutsche Reich freisetzte. Wenn man also schon von einer geschlagenen Armee und einer Niederlage sprechen will, so gilt das allenfalls für die mit dem Deutschen Reich verbündeten Mittelmächte, die Deutschland alleine zurückließen. Also das deutsche Heer war ungeschlagen und die Deutschen waren nicht geschlagen. Eine weitere Lüge, die ich entlarve, und zwar in meinem Buch Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 1, das man bei Kopp im Kopp-Shop bestellen kann. Ich werde weiterhin an diesem Thema bleiben. Ihr könnt auch meinen Newsletter unter www.michaelgrant.de bestellen. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.